Bei den arithmetischen Operatoren handelt es sich um Rechenoperatoren, also zum Rechnen mit Nummern. Wir werden uns zuerst die unterschiedlichen Operatoren anschauen, danach die Kombination mit Zuweisungen und am Schluss geht es um die In- und Dekrementatoren und deren Unterschiede. Beginnen wir mit den ganz normalen Operatoren. Es gibt natürlich die 4 Grundrechenarten, wie die Addition, das ist, wenn ich 1 plus 1 rechne, 2 erhalte. Es gibt die Subtraktion, wenn ich zum Beispiel 5 minus 2 rechne, dann erhalte ich 3. Es gibt die Multiplikation, zum Beispiel 3 mal 2, dann erhalte ich die 6. Und es gibt als 4. Grundrechenart die Division, wenn ich zum Beispiel 10 und mit Schrägstrich die Division mache, dann bekomme ich 5. Ich kann diese Operationen natürlich auf Variablen zuweisen. Wir haben zum Beispiel x ist 1 und wenn x einen neuen Wert bekommen will, sage ich x ist gleich x plus 9. Dadurch erhalten wir in Summe 10. Wir können auch eine Subtraktion machen. X ist gleich x minus 2. Das heißt, wir haben jetzt 10 minus 2, würden wir auf 8 kommen. Natürlich geht auch das Produkt. Das heißt, x ist gleich x mal 3 und wir würden 24 erhalten und natürlich die Division, wenn ich jetzt 24, also aktuell x, durch 20 rechne, dann wird mir automatisch aus einem Integer eine Gleitkommazahl erstellt mit 1,2. Neben den Grundrechnungsarten gibt es aber noch 2 spezielle Operatoren. Wenn ich zum Beispiel x ist gleich 24 habe und nicht durch 20, sondern modulo, also das Prozentzeichen 20, dann bekomme ich nicht das Divisionsergebnis, sondern den Rest. Und wenn ich 24 durch 20 rechne, bleibt mir am Schluss 4 übrig. Und seit ES 2.16 gibt es auch die Potenzierung. Das heißt, wenn ich x sage, und x ist aktuell 4 und 2 Sternchen und jetzt zum Beispiel hoch 2 rechne, dann wäre das Ganze 4 mal 4. Wir würden 16 bekommen. Plus und Minus gelten auch als unäre Operatoren. Das heißt, wenn ich sage, x ist gleich minus x, dann wird automatisch minus 16, also eine negative Zahl erstellt. Das Ganze geht auch mit einem Plus, würde aber hier nicht wirklich einen Unterschied machen. Was wichtig ist, dass wenn man mit anderen Werten rechnet, dass automatisch diese in eine Nummer umgewandelt werden. Wenn ich zum Beispiel plus True habe und True der boolische Wert normal 1 hat, dann wird durch das Plus dieser auch zu einer 1 umgewandelt. Außerdem gelten die typischen Rechenregeln. Wenn ich zum Beispiel 1 plus 2 mal 3 habe, dann gilt Punkt vor Strich. Das heißt, es wird zuerst 2 mal 3 gerechnet und dann erst plus 1. Und dadurch erhalte ich die 7. Und Vorrang haben natürlich Klammern. Wenn ich 1 plus 2 in Klammern setze, dann wird zuerst hier 3 berechnet und mal 3 erhalte ich, ich speichere, die 9. Als Zuweisungsoperator gilt das einfache ist Gleichzeichen und dieses kann mit den arithmetischen Operatoren verknüpft werden. In den letzten Beispielen haben wir immer eine Variable verändert und den Wert neu zugewiesen und statt x ist gleich x plus 9 zu schreiben, kann man auch einfach x plus gleich 9 schreiben. Das ist die Kurzform und auch hier bekommen wir 10 heraus. Das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Operatoren, wie zum Beispiel Minus ist gleich oder Mal ist gleich, können dividiert gleich direkt den Wert zuweisen oder Modulo gleich für den Rest und natürlich am Schluss noch Potenz gleich mit den 2 Sternchen. Wenn wir hier das wieder auskommentieren wie letztes Mal, bekommen wir im letzten Schritt wieder das Ergebnis 16 heraus. Da man in der Programmierung sehr oft Werte nur um 1 erhöhen oder verringern muss, gibt es extra die In- und Dekrementoren. Und hier unterscheidet man einerseits zwischen Pre und Post, das heißt, ob sich die Operatoren vor oder nach dem Wert stehen, und In, wenn der Wert um 1 erhöht werden soll, beziehungsweise D, wenn der Wert um 1 verringert werden soll. Haben wir zum Beispiel eine Variable y mit dem Wert 1 und wir möchten diese um den Wert 1 erhöhen, können wir zum Beispiel y ist gleich y plus 1 schreiben. Dann erhalten wir die 2. Möchten wir weiter um 1 erhöhen, können wir auch die Kurzform machen, indem wir y
ist plus gleich 1 schreiben, dann wird weiter erhöht auf 3, oder wir können die Inkrementoren verwenden, die das Ganze noch schneller machen, indem wir einfach y plus plus schreiben. Dann wird weiter gezählt auf 4. Die plus plus befindet sich nach dem y, deswegen haben wir einen Post-Inkrementor. Wir können aber auch plus plus y schreiben. Dies wäre ein Pre-Inkrementor und wir halten hier 5. Das Ganze geht auch mit dem Minuszeichen. Zum Beispiel, wenn wir von 5 y minus minus wieder machen, geht es wieder runter auf 4, beziehungsweise Pre mit minus minus y geht es runter auf 3. Wo liegt jetzt der Unterschied aber zwischen Pre und Post? In diesen 4 Beispielen hat es keinen Unterschied gemacht, ob die Zeichen vorher oder nachher sind. Das Ganze ist aber ein Unterschied, wenn das Ganze als Ausdruck vorkommt oder zum Beispiel bei einer Zuweisung. Wenn ich let z ist gleich y plus plus eingebe, dann bekomme ich einmal für y und z einen Wert. Wir sehen, y wurde um 1 erhöht um 4 und z hat aber weiterhin den Wert 3. Das heißt, hier wird zuerst der alte Wert 3 an z zugewiesen und danach erscheint erst die Erhöhung um 1, damit 4 herauskommt. Wenn ich stattdessen plus plus y eingebe, also pre, dann bekomme ich zweimal die 4. Das heißt, hier wird zuerst y um 1 erhöht und danach wird erst der Wert z zugewiesen. Wir können uns das Ganze auch bei einem Vergleich anschauen, indem wir in der Konsole einfach einmal jetzt y ist gleich 4 vergleichen. Aktuell hat der Wert ja 4. Wir bekommen hier true heraus. Wenn wir hier sagen, ist gleich 5 und y nachher um 1 erhöhen, bekommen wir false heraus, weil zuerst der Vergleich erfolgt und danach der Wert um 1 erhöht wird. Machen wir hier wieder das Pre, die Pre-Operation, das heißt, zuerst soll y um 1 erhöht werden und dann der Vergleich. Dann bekommen wir das Erhöhen mit plus plus. Dann bekommen wir wieder true heraus. Die arithmetischen Operatoren sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Zum Glück funktionieren sie in den meisten modernen Programmiersprachen überall sehr ähnlich. Im JavaScript Guide geht es aber weiter mit 2 weiteren wichtigen Operatoren, den Vergleichsoperatoren und den logischen Operatoren.